sehr geehrte Gäste, liebe Billeder Landsleute. Wir haben uns heute hier versammelt, um mit dieser Gedenkfeier unseren 22. Billeder Heimattag in Würde zu beginnen. Vor fast 30 Jahren, am 7. Juni 1987, wurde unser Billeder Gedenkstein vom Pfarrer Johann Palfi gesegnet. Bereits beim Billeder Treffen 1983 sprach man über die Errichtung eines Gedenksteins. 2 Jahre später fand die Idee große Zustimmung bei unseren Billeder Landsleuten. Und nachdem die Stadt Karlsruhe uns diesen Ort zur Verfügung gestellt hatte, konnte beim nächsten Billeder Treffen auf dem Hauptfriedhof unser Denkmal geweiht werden. Besonders vorzuheben sei hierbei die großzügige Spende der Billeder für diesen Gedenkstein. Von den 340 Billeder Familien kam die stolze Summe von 32.000 D-Mark zusammen. Damit war die Finanzierung des Steines gesichert. Heute, zu seinem 30-jährigen Bestehen, erstrahlt unser Gedenkstein in neuem Glanz. Wir haben die Firma Schmidt beauftragt, das Denkmal zu reinigen und die Schrift neu zu machen. Somit kann unser Gedenkstein auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte als Gedenkstätte dienen. Wir hoffen hierbei, dass wie vor 30 Jahren viele Landsleute sich mit einer Spende an den Kosten beteiligen. Uns Billeder war nach dem Verlust der Heimat wichtig, einen Ort zu haben, an dem wir an Allerheiligen oder anderen Tagen eine Kerze anzünden können, um unseren Verstorbenen, die weit weg von unserem Zuhause auf 2 Friedhöfen in Billed beerdigt liegen. Aber auch einfach, um einen Gedanken an die Heimat zu haben. Mittlerweile ist dieser Gedenkstein auch für viele Landsleute aus anderen Banater Ortschaften eine Anlaufstelle geworden, um an Allerheiligen Kerzen anzuzünden. Vor 30 Jahren wurde dieser Gedenkstein geweiht. Das Relief in der Mitte erzählt bildlich unsere Geschichte. Es steht für unsere Heimat, für die Grabsteine auf den Friedhöfen, für Flucht und Vertreibung. Dieser Stein ist Erinnerung für die Gefallenen der beiden Weltkriege, für unsere Billeder, die als Zwangsarbeiter in der Sowjetunion verstarben, und für diejenigen, die die Baragan-Deportation nicht überlebt haben. Wir gedenken nun all diesen Verstorbenen und all unseren Lieben, die fern von hier beerdigt liegen. Wenn wir das in Stein gemeißelte Bild betrachten, so können wir die Einwanderung, dargestellt durch den Vater und Sohn, sehen. An ihrer Kleidung erkennt man, dass sie Deutsche sind. Entschlossen blickt der Mann in das wüste Land vor sich. Er möchte hier für sich und seine Nachkommen eine neue, freie, segenreiche Heimat schaffen. Wie wir wissen, haben die ersten Siedler es nicht leicht gehabt und die Zahl der Gräber auf den angelegten Friedhöfen hat schnell zugenommen. Ihre Pionierleistung ist in die Geschichte des Banats eingegangen. Für sie steht der Satz: Die Ersten fanden den Tod. Das zweite Bild zeigt den fleißigen Bauer, der mit kräftiger Hand mit dem Pflug dem Sumpf Ackerland abbringt.
Trotz enormer Arbeit und Fleiß ließ der Wohlstand noch lange auf sich warten. Die Zweiten fanden die Not. Die Zeit des Aufblühens, des Gedeihens, des Wohlstandes, die Zeit der Ernte und des Brotes ist mit dem Weizenfeld im dritten Bild dargestellt. Die Dritten fanden das Brot. Das Weizenfeld mit der Kirche ist das Bild der Gnade und des Segens. Die Kirche steht mit ihrem über alle Häuser überragenden Glockenturm nicht nur für die Mitte des Dorfes, sie war auch Mittelpunkt der Gemeinde. Das Kirchenjahr, die Glaubenslehre und die christliche Ethik waren die bestimmenden Normen in unserem Lebensalltag. Danach richtete sich, was man macht und wie man es macht, was sich kehrt und was sich nicht kehrt. Ungeschriebene Gesetze, an die die Billeder sich gehalten haben. Der Kalvarienberg im unteren Bild ist das Wahrzeichen unseres Heimatdorfes. Es war uns ein Anliegen, dieses Wahrzeichen zu erhalten. So wurde dieser Kalvarienberg vor einigen Jahren renoviert und erstrahlt heute in neuen Glanz. Auch unsere Heimatkirche wurde kürzlich renoviert. Bei der 250-Jahr-Feier vor 2 Jahren erstrahlte sie im neuen Glanz. Im nächsten Bild sieht man den Stacheldrahtzaun. Er steht für Unfreiheit und Fronarbeit, für das Leiden der Kriegsgefangenen, der Verschleppten und Deportierten und für ein unwillkürliches Regime. Gott sei Dank ist das heute alles Geschichte. Das letzte Bild stellt die Aussiedlung dar, unser aller Schicksal, unser Weg in die Gegenwart. Ein Weg in die zweite Heimat, in ein neues Zuhause. Bei der Weihe 1987 konnte noch niemand ahnen, dass 2 Jahre später der eiserne Vorhang fällt und das Wegfallen der Grenze unser Billed näher zu uns gerückt ist. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie schwierig und zeitintensiv die Reise nach Billed zu den Gräbern meiner Vorfahren zuvor waren. Ewiges Warten an jeder Grenze. Heute ist man mit dem Auto, wenn alles gut läuft, in knapp 14 Stunden von Karlsruhe nach Billed gefahren. Ganz zu schweigen von der 1,5 Stunde Reisezeit, wenn man mit dem Flugzeug von München nach Temeswar fliegt. Ja, damals konnte keiner ahnen, dass sich alles so schnell ins Positive ändert. Heute leben wir in einem vereinten Europa. Für die jungen Menschen ist es ihre Heimat. Wenige wissen aber, dass es so etwas Ähnliches schon einmal gegeben hat. Wenn man sich mit der Geschichte der Donaumonarchie Österreich-Ungarn beschäftigt, kann man Folgendes erfahren. Vor 150 Jahren, im Jahre 1867, hat der Kaiser Franz Joseph das Staatsgrundgesetz erlassen. Dieses bestand aus 3 wesentlichen Elementen: der Verankerung des Parlamentarismus in einer stabilen verfassungsmäßigen Ordnung, einem liberalen Grundrechtekatalog sowie einem Ausgleich zwischen den verschiedenen Volksgruppen des Vielvölkerstaates. Artikel 19.1 lautet, ich zitiere: Alle Volksstämme des Staates sind gleichberechtigt und jeder Volksstamm hat ein unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität und Sprache.
selbst wenn die Praxis oft hinter dieser Theorie zurückblieb. Damals wurden für das habsburgische Kleineuropa Maßstäbe gesetzt, an denen sich heute die Europäische Union noch orientieren kann. Heute wird versucht, in einer neuen Partnerschaft das Herz Europas wieder zu gestalten, dass die Völker friedlich zusammenleben und gemeinsam die Unrechtsfolgen des vergangenen 20. Jahrhunderts überwinden können. Die Menschen Europas, die guten Willens sind, bemühen sich, einen Raum der zwischenzeitlich durch Nationalsozialismus und Totalitarismus unter Vertreibung und Entrechtung zu einem Negativbeispiel geworden war, in ein positives, erfolgreiches Modell der Verständigung zu verwandeln. In einer globalisierten Welt beginnt für viele Menschen die Heimat wieder wichtig zu werden. Karlsruhe ist in diesem Jahr der Ort, an dem die Heimattage Baden-Württemberg stattfinden. Es wird viel über Heimat in Vorträgen und Veranstaltungen gesprochen. Aber hier stellt sich nun oft die Frage, was ist eigentlich Heimat genau? Ist es das liebe, traute Elternhaus, in dem wir mit Vater und Mutter, Oma und Otta und den Geschwistern gelebt und gewirkt haben? Ist es die Stube mit dem Tisch und den Stühlen dahinter, der Ofen in der Ecke und der uns allen an kalten Wintertagen Wärme spendete? Oder sind es die Familienbilder an der Wand? Ist es die Kammer mit dem Bett, in dem wir schliefen und so manchen Traum träumten? Oder ist es der Stall mit den Kühen und Pferden, den Hühnern und Schweinen, die wir gefüttert und die uns ernährt haben? Ist es der Dackel oder die Katze, unsere lieben Hausfreunde? Ist es der große Hausgarten mit den vielen Beeten voller Gemüse oder der Vorgarten mit den vielen Rosen und den Weinreben am Haus? Sind es die weiten Weizenfelder, Mais, Zuckerrüben oder Hanffelder? Ist es die Wiese, die Hutwett, wo wir Kinder gerne gespielt, oder die Kaul, der Bach, in dem wir an heißen Sommertagen gebadet haben oder im Winter geschleimert sind? Ist es unser Heimatdorf mit all seinen Straßen und Häusern, mit Kirche und Schule, mit Wirtshaus und Kulturheim? Oder sind es die Menschen, Schulfreunde und Kameraden, die das Bild der Heimat beleben? So sind wir hineingewachsen in die Dorfgemeinschaft, eine Zelle derselben bilden. Und diese Dorfgemeinschaft und all die Dörfer rundum mit all den Menschen, das war unsere Heimat. Darum treffen wir uns alle 2 Jahre beim Billeder Heimattag oder beim Billeder Schlachtfest, organisiert von der Blasmusik Billed Alexanderhausen, oder beim Herbstfest in Nürnberg, um diese Gemeinschaft zu pflegen. Der russische Schriftsteller Abraham Terz wiederum meinte, Heimat ist kein geografischer Begriff, man trägt sie in sich selbst. Die Liebe zur Heimat verbindet über Grenzen hinweg Menschen unterschiedlicher Nationalität und unterschiedlicher Generationen. Welch ein gutes und welch ein hoffnungsvolles Zeichen für ein gemeinsames Haus Europa. Lasst uns gemeinsam daran bauen, dass gerade wir, die Vertriebenen und Spätaussiedler, die es können, haben wir immer wieder
bewiesen. Und von der hohen Politik werden wir nicht umsonst als gute Brückenbauer bezeichnet. Ich wünsche uns allen einen schönen Billeder Heimattag. Danke. Grüße dich, Banat, du Land meiner Ahnen, der Schwaben Heimat über Generationen. Lass flattern im Winde deine Fahnen, Gott möge dich beschützen und belohnen. Einst das Türkenjoch, welch groß Gewitter, dich jahrelang geknebelt und bedroht, befreit durch Prinz Eugen, den edlen Ritter, wieder erwacht im frühen Morgenrot. Heute begrüßen dich Weiden und Wälder, wo einst nur Sumpf und Schilf gediegen, ein Meer von goldenen Weizenfeldern, stolz im Winde sich die Ähren wiegen. Sei gelobt, Banat, du Land der Schwaben, du hast belohnt ihr Mühe und Fleiß, auch sie beschenkt mit reichen Gaben, Tränen getrocknet, wie auch ihr Schweiß. Unser Schwabenstolz bist du geblieben, geliebtes Land, wo wir einst geboren. Vom Schicksal fernweg, von dir vertrieben, haben dich als Heimat längst verloren. Unserem letzten Billeder-Treffen an Pfingsten 2015 in Karlsruhe verstarben weltweit folgende Billeder-Landsleute.
Unserer Toten wollen wir gedenken. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. All derer, die einmal zu uns gehörten und von uns gegangen sind. Denn alle, die dahin gegangen, haben ein Stück unseres Herzens mitgenommen. Wie könnten wir sie vergessen? Im Glauben sind unsere Toten uns vorausgegangen. Ihr Glaube stärkt uns auf unserem Weg und wir bleiben mit ihnen im Glauben verbunden. Wir beten für alle Toten, dass sie in Gott die Erfüllung ihres Suchens und Mühens finden, die Verzeihung ihrer Sünden und die endgültige Antwort auf ihre Fragen. Herr, erbarme dich. Wir beten für unsere verstorbenen Bischöfe, Priester und für alle, die im Dienst der Kirche standen, dass sie von Angesicht zu Angesicht schauen, was sie geglaubt und verkündet haben. Herr, erbarme dich. Wir beten für unsere verstorbenen Angehörige und alle, die uns nahe standen, dass das Gute, das sie gesagt und getan haben, Frucht trägt
und wir in Dankbarkeit verbunden bleiben. Herr, erbarme dich. Wir beten für die Gefallenen, die Vermissten und die vielen, die bei Luftangriffen umgekommen sind. Herr, erbarme dich. Wir beten für alle, die in Russland, Oregon und in Gefängnissen zu Tode gekommen sind. Herr, erbarme dich. Wir beten für alle, die bei Flucht und Vertreibung ihr Leben lassen mussten. Herr, erbarme dich. Wir beten für unsere Ahnen und die Verstorbenen, die auf den Billeder Friedhöfen begraben sind. Herr, erbarme dich. Wir beten für die Toten, deren Leben in Vergessenheit geraten ist, dass sie in Gottes Liebe für immer geborgen sind. Herr, erbarme dich. Wir beten darum, dass die Trauernden sich aufrichten im Glauben und in der Hoffnung, dass die Einsamen und Verlassenen anderen Menschen begegnen, die ihnen weiterhelfen und denen sie ihre Liebe schenken können, dass die Verzweifelten aus Gottes Verheißung Mut und Zuversicht schöpfen. Herr, erbarme dich. Wir beten für alle, die an die Auferstehung der Toten glauben, für alle, die nicht glauben, aber nach dem Sinn des Lebens und Sterbens fragen. Herr, erbarme dich. Wir beten für alle, wir beten für die lebenden und toten Wohltäter, die zur Errichtung und Gestaltung und Instandhaltung unseres Billeder Denkmals geleistet haben und uns so ein Stück Billeder Heimat in Karlsruhe geschaffen haben. Herr, erbarme dich. Wir beten für alle, die dem Tod nahe sind, ob sie darum wissen oder nichts ahnen, dass Gott sie bereit findet, vom Tod zum Leben führe. Herr, erbarme dich. Wir beten für uns selbst, dass wir unser Leben als Gabe und Aufgabe annehmen und unseren Tod nicht als Ende verstehen. Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, du hast Jesus Christus, den Gekreuzigten, von den Toten auferweckt und so unseren Tod überwältigt. Du erfüllst uns mit der Hoffnung auf immerwährendes Leben. Wir vertrauen unsere Toten und uns selbst dir an und beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Amen. Der Mutter Gottes wollen wir sie auch anvertrauen. Gegrüßet seist du, Maria. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Durch das vergossene Blut Jesu Christi und das geweihte Wasser erlöse alle unsere Toten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, wir danken dir, denn du hast unsere Toten zu dir gerufen. Lass ihre Werke weiterhin Frucht bringen. Lass sie schauen, wie du bist, und erfülle so, was sie in ihrem Leben und Sterben geglaubt und gehofft haben. Wiedersehen mit unseren Toten ist unsere Hoffnung. Unsere Liebe zu ihnen ist es, ihrer ehrfurchtsvoll zu gedenken. Lasst uns um den Segen Gottes bitten, auf die Fürsprache aller Heiligen
der Mutter Gottes, segne uns und alle, die wir in unseren Herzen tragen, der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Mit dem Lied Glocken der Heimat ist nun das Ende unserer Gedenkstunde eingetreten. Ich möchte mich ganz herzlich beim Chor der Banater Schwaben für das Mitwirken bedanken und bei der Bläsergruppe, aber auch bei all denjenigen, die aktiv oder im Hintergrund mitgearbeitet haben, damit diese Gedenkfeier einen würdigen Rahmen hat. Ich lade alle Anwesenden nun in die Badener Landhalle ein. Feiern Sie mit uns den Billeder Heimattag. Danke.